Machout, ein Leben in Musik. Kapitel 1 – Der Junge aus der Champagne. Stell dir Frankreich vor langer, langer Zeit. Es ist das 14. Jahrhundert. Es gibt noch keine Autos, keine Züge, kein Internet. Die Menschen reisen zu Pferd oder zu Fuß. Die Städte sind klein, die Wege sind schlecht. Und überall stehen Burgen auf den Hügeln. In dieser Zeit, ungefähr im Jahr 1300, wird in der Champagne ein Junge geboren. Die Champagne ist eine Landschaft im Osten von Frankreich. Bekannt für ihre Hügel und ihren Wein. Wo genau der Junge geboren wird, weiß niemand genau. Vielleicht in einem kleinen Dorf namens Machout. Deshalb heißt er später Guillaume de Machout. Wilhelm aus Machout. Über seine Familie wissen wir nichts. War er arm oder reich? War sein Vater ein Ritter oder ein Bauer? Die Geschichte sagt nichts darüber. Aber eines wissen wir. Der Junge bekommt eine gute Ausbildung. Er lernt lesen und schreiben, er lernt Latein. Und er lernt Musik. In dieser Zeit ist die Kirche überall. Die großen Kathedralen sind die Zentren des Lebens. In Reims, der Stadt, in der die Könige von Frankreich gekrönt werden, steht eine der schönsten Kathedralen. Wahrscheinlich geht Guillaume dort zur Schule. Vielleicht studiert er sogar in Paris. An der berühmten Universität. Dort lernt er, wie man Musik macht. Nicht nur einfache Lieder, sondern mehrstimmige Musik, bei der mehrere Stimmen gleichzeitig singen. Das ist damals ganz neu und modern. Guillaume saugt alles auf wie ein Schwamm. Kapitel 2 – Der Sekretär des Königs. Um 1323 bekommt Guillaume eine Stelle, die sein Leben verändern wird. Er tritt in den Dienst eines mächtigen Mannes. Johann von Luxemburg, König von Böhmen. Böhmen ist ein Land, das heute zu Tschechien gehört. Weit weg von Frankreich. Der König ist ein Abenteurer. Er reist durch ganz Europa, kämpft in Kriegen, feiert Feste. Und überall nimmt er seinen Sekretär mit. Guillaume reist mit ihm nach Prag, nach Italien, nach Polen. Vielleicht sogar bis nach Litauen. Er sieht Länder und Städte, von denen andere nur träumen können. Was macht ein Sekretär? Er schreibt Briefe für den König. Er notiert wichtige Dinge, er ist immer dabei. Aber in seinen freien Stunden komponiert Guillaume. Er schreibt Musik und Gedichte. Denn der König liebt die Kunst. An seinem Hof gibt es Feste, Turniere, große Versammlungen. Die Damen und Herren tanzen, singen, verlieben sich. Guillaume lernt, wie das Leben der Mächtigen ist. Er lernt die höfische Liebe kennen. Die Kunst des Werbens, die Spiele der Herzen. All das wird später in seiner Musik und seinen Gedichten wiederkehren. Gleichzeitig macht Guillaume Karriere in der Kirche. Der Papst selbst gibt ihm gute Stellen. Er wird Domherr in verschiedenen Städten. Zuletzt in Reims, der wichtigsten Kathedrale Frankreichs. Das bedeutet, er hat Geld, er muss nicht hungern. Aber er muss auch nicht wirklich als Priester arbeiten. Er kann sich ganz der Kunst widmen. Kapitel 3 – Der blinde König und die Schlacht. Die Jahre vergehen. Guillaume reist mit seinem König, erlebt Abenteuer, schreibt Gedichte. Aber dann, 1346, kommt die große Wende. Der König von England ist in Frankreich eingefallen. Er will den französischen Thron erobern. Der französische König ruft seine Vasallen zusammen, um die Engländer zu vertreiben. Auch Johann von Böhmen kommt mit seinen Rittern. Denn er ist ein Verbündeter Frankreichs. Aber Johann hat ein Problem, er ist blind. Bei einem Turnier vor vielen Jahren hat er ein Auge verloren, dann das andere.
Er sieht nichts mehr. Trotzdem will er kämpfen. Ein Ritter gibt nicht auf. Also lassen ihn seine Männer auf ein Pferd binden. 2 treue Ritter binden ihre Pferde rechts und links von ihm fest. So reiten sie gemeinsam in die Schlacht. Bei Crécy, im Norden Frankreichs. Die englischen Bogenschützen aber sind furchtbar. Sie schießen Pfeile wie Regen. 10 oder 12 Pfeile pro Minute, jeder genau gezielt. Die Pfeile durchschlagen Rüstungen, treffen Pferde. Reißen Männer aus dem Sattel. Es ist ein Massaker. Am Ende findet man den blinden König tot auf dem Schlachtfeld. Noch immer auf sein Pferd gebunden. Noch immer zwischen seinen treuen Rittern. Guillaume verliert seinen Herrn und Beschützer. Ein großer Verlust. Aber er gibt nicht auf. Ein Künstler muss weitermachen. Kapitel 4 – Neue Gönner, neue Zeiten. Nach dem Tod des Königs sucht Guillaume sich neue Herren. Das ist normal in dieser Zeit. Ein Künstler braucht einen Fürsten, der ihn bezahlt, der ihn beschützt. Zuerst dient er der Tochter des alten Königs. Aber sie stirbt bald, an der Pest. Die Pest ist eine schreckliche Krankheit, die damals durch ganz Europa geht. Millionen Menschen sterben. Auch Guillaume könnte sterben. Aber er überlebt. Er hat Glück oder Gottes Segen. Er geht nach Reims, in sein Haus bei der Kathedrale. Dort lebt er für den Rest seines Lebens. Aber er ist nicht allein. Die Großen dieser Welt suchen ihn auf. Der König von Navarra kommt zu ihm. Der Herzog von Berry, sogar der König von Zypern. Alle wollen Gedichte und Musik von ihm. Guillaume ist berühmt. Er sammelt seine Werke. Lässt sie in schöne Bücher schreiben. Bewacht sie wie Schätze. Er weiß, was er schafft, ist etwas Besonderes. Es wird bleiben, auch wenn er einmal nicht mehr da ist. Kapitel 5 – Die große Liebe im Alter. Um 1361 passiert etwas Merkwürdiges. Guillaume ist über 60 Jahre alt. Eigentlich zu alt für die Liebe. Aber er verliebt sich. In ein Mädchen von 19 Jahren. Péronne heißt sie. Ob es wirklich passiert ist? Oder nur eine Geschichte, die er erfunden hat? Das wissen wir nicht genau. Aber er schreibt ein ganzes Buch darüber. Le Voyadit heißt es. Die wahre Geschichte. In diesem Buch erzählt er, wie die junge Péronne ihm schreibt, weil sie seine Gedichte liebt. Sie bewundert ihn, den berühmten Dichter. Sie schickt ihm Briefe, er schickt ihr Gedichte. Sie verabreden sich, treffen sich, lieben sich. Aber das Glück dauert nicht lange. Die junge Frau findet einen jüngeren Mann. Und der alte Dichter bleibt allein zurück. Ob wahr oder erfunden, die Geschichte ist wunderschön. Sie zeigt, wie Guillaume über die Liebe denkt. Über Sehnsucht, über das Alter, über die Macht der Poesie. Es ist sein persönlichstes Werk. Kapitel 6 – Die Messe von Notre Dame. Guillaume komponiert in allen Formen, die seine Zeit kennt. Balladen, Rondeaux, Virelais, Leis, Motetten. Aber ein Werk ist besonders wichtig. Es macht ihn unsterblich. Er schreibt eine Messe. Eine Messe de Notre Dame. Eine Messe für die Jungfrau Maria, die Mutter Gottes. Das klingt vielleicht nicht besonders. Aber es ist etwas ganz Neues. Vor Guillaume haben viele Komponisten an einer Messe gearbeitet. Jeder hat ein Stück geschrieben. Aber Guillaume schreibt die ganze Messe allein. Alles aus einem Guss, alles von einer Hand. Und er schreibt für 4 Stimmen, die gleichzeitig singen. In einer neuen, komplizierten Artikel. Die Musik ist feierlich und groß. Wenn man sie hört, spürt man die Macht Gottes.
aber auch die Schönheit der Welt. Vielleicht hat Guillaume sie für die Kathedrale von Reims geschrieben, wo die französischen Könige gekrönt werden. Vielleicht für eine besondere Feier. Genau weiß man es nicht. Aber eines weiß man. Diese Messe ist die erste ihrer Artikel. Sie ist der Anfang von etwas Neuem in der Musikgeschichte. Kapitel 7 – Das Rätsel des Rondeaus. Manchmal spielt Guillaume auch mit der Musik. Er liebt Rätsel und Spiele. Ein berühmtes Stück heißt Ma fin est mon commencement. Mein Ende ist mein Anfang. Das ist ein Rondeau. Ein Lied mit einem besonderen Aufbau. Die Musik ist so geschrieben, dass die zweite Stimme die Noten der ersten rückwärts singt. Und die dritte Stimme singt die Noten der ersten ebenfalls rückwärts. Aber in einer anderen Geschwindigkeit. Das Ende ist im Anfang versteckt. Der Anfang im Ende. Ein musikalisches Puzzle. Warum macht er das? Vielleicht weil er zeigen will, dass Musik nicht nur Gefühl ist, sondern auch Mathematik. Dass man mit Tönen rechnen kann wie mit Zahlen. Dass Kunst und Wissenschaft zusammengehören. Die Sänger damals haben das verstanden. Sie haben gelächelt, wenn sie dieses Stück gesungen haben. Und gedacht, unser Guillaume ist wirklich ein Meister. Kapitel 8 – Der Dichter. Guillaume schreibt nicht nur Musik. Er schreibt auch Gedichte, viele Gedichte. Über 400 sind erhalten. Die meisten handeln von der Liebe. Von der höfischen Liebe, wie die Ritter sie verstehen. Ein Mann dient einer Dame, leidet für sie. Hofft auf einen Lohn, der oft ausbleibt. Aber Guillaume macht mehr daraus. Er spielt mit der Sprache. Erfindet neue Reime, neue Rhythmen. Ein Beispiel, sein berühmtes Rondeau Puisqu'avec un oubli. Auf Deutsch etwa: Weil ich von dir vergessen bin, süßer Freund. Sag ich der Liebe und dem Glück leb wohl. Verflucht der Tag, an dem ich dir mein Herz gab. Weil ich von dir vergessen bin, süßer Freund. Doch was ich dir versprach, das halt ich ein. Ich werde niemals einen andern lieben. Weil ich von dir vergessen bin, süßer Freund. Sag ich der Liebe und dem Glück leb wohl. So einfach, so klar, so traurig. Man spürt den Schmerz, aber auch die Würde. Das ist die Kunst von Machaut. Kapitel 9 – Der berühmte Mann. Guillaume wird berühmt, weit über Frankreich hinaus. In England liest Geoffrey Chaucer, der große englische Dichter, seine Werke und lernt von ihm. In Spanien, in Italien, überall in Europa kennt man seinen Namen. Junge Dichter kommen zu ihm, wollen von ihm lernen. Einer von ihnen, Eustache de Charme, nennt ihn später seinen Meister. Er schreibt sogar ein Gedicht auf seinen Tod, indem er ihn den edlen Rhetoriker nennt. Denn das ist Guillaume für seine Zeit. Der Meister der Sprache, der Meister der Formen. Er hat die Gedichtformen gefunden, die für das ganze nächste Jahrhundert gelten werden. Die Ballade, das Rondeau, das Virelai. So wie er sie schreibt, werden sie von anderen nachgeahmt. Bis weit in die Renaissance hinein. Kapitel 10 – Das letzte Kapitel. Im April 1377, nach einem langen Leben, stirbt Guillaume de Machaut in Reims. Er ist ungefähr 77 Jahre alt. In dieser Zeit ist das ein sehr hohes Alter. Die meisten Menschen sterben mit 40 oder 50. Man begräbt ihn in der Stadt, die sein Zuhause war für so viele Jahre. Seine Freunde weinen, seine Schüler trauern. Aber seine Musik, seine Gedichte, sie leben weiter. Viele Jahre danach wird er vergessen. Die Menschen mögen andere Musik, andere Gedichte. Erst im 19. Jahrhundert entdecken Forscher ihn wieder.
Und heute, im 20. und 21. Jahrhundert, ist er einer der am meisten gespielten Komponisten des Mittelalters. Epilog: Was bleibt? Guillaume de Machaut hinterlässt ein riesiges Werk. Über 400 Gedichte, über 100 Musikstücke. Er ist der letzte große Dichterkomponist in der Tradition der Troubadours. Und der erste große Meister der neuen Kunst, der Ars Nova. In seiner Musik hört man die ganze Welt des 14. Jahrhunderts. Die Frömmigkeit der Kathedralen und die Freude der Höfe. Die Strenge der Kirche und die Leichtigkeit der Liebe. Die Kunst der Zahlen und die Kunst des Herzens. Er selbst hat einmal geschrieben: Musik ist eine Wissenschaft, die uns lachen, singen und tanzen lässt. Sie vertreibt die Traurigkeit. Wo Musik ist, da ist Freude. Vielleicht ist das sein größtes Geschenk, dass er uns, nach so vielen Jahrhunderten, noch immer Freude schenkt. Dass seine Noten, aufgeschrieben in alten Handschriften, noch immer klingen. Dass seine Gedichte, so alt und so fern, noch immer berühren. Wenn du heute ein Lied von Guillaume de Machaut hörst, eine Ballade oder ein Rond-EAO, dann denk daran. Dieses Lied ist über 600 Jahre alt. Generationen von Menschen haben es gehört, geliebt, weitergegeben. Und jetzt hörst du es auch. Guillaume de Machaut. Um 1300 April 1377. Musik ist eine Wissenschaft, die uns lachen, singen und tanzen lässt. Sie vertreibt die Traurigkeit.